Deutsche als Umweltbewusste sind teilweise auch große Kritiker von den USA. Aber in Sachen Papier, da sieht es anders aus. Denn in den USA gibt es im Grunde fast gar kein Papier mehr. Also wenn man Klopapier digitalisieren könnte, ja, würde ja auch dort im Grunde nur noch ein Bildschirm stehen. Klingt zwar witzig, aber ihr werdet es kaum glauben, viele Amerikaner sind der Meinung, Klopapier sei nicht zeitgemäß. Seid gespannt, denn heute gebe ich euch einige spannende Einblicke in die mittlerweile fast komplett papierlose Welt von Amerika. Und auch, was es mit der Kritik an Klopapier auf sich hat. Okay, dann fange ich mal an, wofür man in den USA kein Papier mehr braucht. Notare. Schon seit Jahrzehnten gibt es hier Online-Notare. Webnotary zum Beispiel. Solche Notarbüros wie in Deutschland, wo auf einem sterilen weißen Schild Dr. Schlimmerwisser steht, habe ich noch nicht gesehen. Schlimmerwisser, was ist das dann? Das sind Menschen, die nichts Gutes, sondern nur Schlimmes wissen. Du Schlimmerwisser, du. Notarangelegenheiten kann man auch in einem Kiosk machen, wie bei diesem hier zum Beispiel, oder bei seiner Hausbank. Dort gibt es Mitarbeiter, die auch gleichzeitig Notare sind. Man marschiert da einfach rein, sagt, dass man gerne etwas notariell beurkundet haben möchte und ein Mitarbeiter kommt, stempelt es ab, kostenlos, Service der Bank. Aber grundsätzlich reicht es auch, wenn die Parteien einfach online erscheinen. Ja? Wäre auch ziemlich kostspielig, wenn einer aus New York ist, der andere aus Kalifornien und man muss dann gemeinsam zu einem Notar. Die Strecke ist fast genauso lang wie von Berlin nach China oder von Köln nach Nigeria. Einige haben mir geschrieben, triff dich mal mit der anderen YouTuberin aus Atlanta. Hey Leute, das sind 3600 Kilometer und 4 Tage Autofahrt. Und andere Zeitzone, der Flug kostet so viel wie von Frankfurt nach Abu Dhabi. Lohnbescheid, Paystub genannt hier in den USA. Ich habe noch nie einen Lohnbescheid auf Papier in den USA ausgedruckt gesehen. Bei kleineren Unternehmen bekommt man so ein PDF per E-Mail, das geht auch. Aber schon bei Unternehmen ab 3 Mitarbeitern loggt man sich in sein Lohnportal ein. Und dort sieht man dann den monatlichen Lohn. Aber auch, wie viel Rente davon zum Beispiel abgezogen wird, wie viel Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung etc. schön grafisch aufbereitet. Man kann seine Adresse dort ändern oder den Steuersatz oder Rentensumme dort anpassen. Aber auch, wie viel Urlaub man hat, wenn man welche genommen hat. Lohnziele, die man mit dem Arbeitgeber vereinbart hat, wie oft man krank war. Auch wenn man Fragen zu seinem Lohn hat, schreibt man das über dieses Portal und bekommt dann eine Antwort. Natürlich auch per E-Mail. Also Löhne werden hier von externen Dienstleistern online gehandhabt. Rechnungen. Ich habe, seit ich hier lebe, kaum eine Rechnung per Post erhalten. Alles ist in den Portalen hinterlegt, zum Beispiel Gas, Strom, Autoversicherung, Haftpflichtversicherung. Ich logge mich ein und kann die PDFs einfach runterladen. Das Einzige, was ich in meiner Hauspost bekomme, ist im Grunde fast nur noch Werbung. Also eigentlich ist die Hauspost hier selten relevant für mich. Quittung bei Einkaufsläden. Ich habe noch nie einen Laden oder Kiosk in den letzten 20 Jahren hier in den USA gesehen, das keine Kreditkartenzahlung oder Bankkarte akzeptiert hätte. Also man zahlt in den USA entweder mit Kreditkarte, aber auch mit Bankkarte. Also Debit heißt das hier, Cash geht natürlich weiterhin auch. Früher hatte ich so in meinem Portemonnaie immer so ein Notfall $20 versteckt. Und zwar hier gefaltet in diesem Fach. Wer hier Geld mit sich trägt, da scherzt man, ob er gleich in einen dieser Clubs geht, um sich dann die leicht bekleideten Damen bewegen, auf die man mir das Geld reinstecken soll. Ansonsten macht das hier wirklich keinen Sinn, Bargeld zu haben. Wenn man dann zahlt, fragt das System zum Beispiel, an welche E-Mail man die Quittung oder an welche Nummer per SMS. Selbst bei Foodtrucks oder Maisverkäufer auf der Straße, überall wird Kreditkarte akzeptiert. Verträge. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Vertrag auf Papier unterschrieben habe. Das läuft hier über Online-Portale wie DocuSign, Adobe Sign und viele andere Portale. Immer mehr erhalten hier mittlerweile ein Tablet in die Hand, wo man dann mit seinem Finger unterschreibt und sich den Vertrag dann per E-Mail zuschickt. Healthcare. Alles, was die Gesundheit angeht, ist digital. Wenn meine Blutergebnisse vorliegen, bekomme ich eine E-Mail-Benachrichtigung. Dann logge ich mich in meine Krankenkasse ein und sehe dort die Ergebnisse. Ärztliches Rezept auf Papier gibt es hier ebenfalls nicht. Ich habe das letzte Mal in den USA vor ca. 20 Jahren ein Rezept in der Hand gehalten. Ich meine 1997 oder so. Der Arzt fragt hier, bei welcher Apotheke ich mein Rezept abholen möchte und vermittelt es dahin digital. Nach ungefähr 20 Minuten bekomme ich von der Apotheke eine Textmessage, dass mein Medikament vorliegt. Beim Abholschalter zeige ich dann meinen Personalausweis und die händigen mir dann meine Pillen in diesen typischen Boxen hier aus, wo mein Name, der Arzt und die Pillenfarbe und Kennziffer drauf steht.
Da steht dann sowas wie so runde Pille mit einem A5 als Kennziffer drauf. Die Pillenbox selbst ist hier in den USA übrigens gleichzeitig auch ein Rezeptnachweis, damit man eben an der Grenze oder sonst irgendwo beweisen kann, dass dies mein Medikament ist. Medikamente sind hier eben sehr streng geregelt. Wenn ich noch mehr brauche, schreibe ich dem Arzt eine Nachricht über meinen Krankenkassen-Login online wieder. Der schickt dann eine E-Mail, dass mein Rezept erneuert wurde und wieder bekomme ich eine SMS. Das nennt sich hier Refill. Oft bekomme ich kurz vor dem Ablauf meines Medikaments eine Textmessage von der Apotheke. Dort steht dann, ob die vom Arzt einen Refill für mich beantragen sollen. Antworten sie mit Yes or No. Dann wieder steht das Medikament zur Verfügung, zur Abholung. Oder die Krankenkassenschwester ruft mich an und bittet mich zur Nachuntersuchung reinzukommen. Alle meine Arztbesuche und Historien kann ich online einsehen. Meine gesamte Akte also ist für mich sichtbar. Sowas wie in Deutschland, dass die Ärzte einen Dokumentenordner in der Hand haben, habe ich hier seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Mein Hausarzt in Deutschland hatte so eine Papierakte von mir mit Röntgenaufnahmen von meiner gebrochenen Rippe damals vom Boxen. Röntgenaufnahmen sind alle komplett online auf dem Bildschirm und der Arzt schaut sich das auch online an, also auf dem Bildschirm. Der kann auch übrigens darauf malen und zeichnen und abspeichern und wenn er auf etwas aufmerksam machen will und schickt mir dann die Datei einfach zu, das Bild mit den Symbolen und Zeichnungen, die er drauf gekritzelt hat. Auch Termine macht man online. Ich rufe beim Arzt also nie an. Das geht natürlich auch, aber wozu? Ist ja alles im Online-Kalender sichtbar, wann welcher Termin frei ist. Verträge kündigen. In Deutschland musste ich per Schreiben, also Schreiben heißt so auf Papier, an ein Unternehmen mit Unterschrift und Briefmarke eine Kündigung schicken. Da war dann sowas wie, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich meinen Vertrag mit der Nummer 6 Kant 3x4 zum übernächsten Vollmond, geblabberdibums. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also alle Unternehmen, sei es Kabelanschluss, Internet, Telefonvertrag, was auch immer, haben Login-Bereiche. Man loggt sich ein, klickt dort auf Vertragskündigung. Bei Umzügen gibt es ja auch so einen Umzugsservice. Zum Beispiel kann man bestimmen, wann der Vertrag gekündigt werden soll, mit einem Mausklick. Klar, anrufen geht auch, aber wenn du schon ein Telefon hast, kannst du dich auch einloggen. Studium. Vor mehr als 20 Jahren habe ich hier in den USA in Berkeley studiert. University of California, Berkeley. Und dort gab es schon damals im gesamten Campus Wi-Fi. Alle Studenten hatten Laptops und Lehrmaterialien gab es damals in einem Bereich, der hieß Syllabi zum Download. Davor hatte ich in Deutschland studiert und niemand hatte einen Laptop. Wir haben auf Papier geschrieben und Internetzugang gab es auch nicht, also nicht in einer Hochschule. Es gab noch ISDN zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Smartphones wurden ja damals noch nicht erfunden, erst 6 Jahre später. Und Lehrmaterialien wurden ebenfalls per Papier ausgeteilt oder wir mussten diese dann eben kopieren. Und zu dieser Zeit hatte Berkeley schon auf dem gesamten Campus, Wi-Fi. Und wie gesagt, da saß jeder mit seinem Laptop im Hörsaal. Das war vor mehr als 20 Jahren. Könnt ihr euch denken, wie die Hochschulen heute in den USA aussehen? Ich habe mal in San Diego hier einen Hörsaal besucht und die haben dort ein digitales Whiteboard gehabt, die das Geschriebene automatisch scannt, was dann online zur Verfügung steht. Ich hoffe ja wirklich nicht, dass in Deutschland man sowas wie Overhead-Projektoren noch nutzt. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ja, Leute, bitte zeigt es keinem Amerikaner. Hab in der Tagesschau gesehen, am Gymnasium hat die da Windows Vista auf ihrem PC? Oh yeah. Wäre auch eine Alternative für die Dame. Mein Think-Gespräch von 1983. Klopapier. In den USA hat irgendwie das Thema Boudet angefangen zu trenden. So langsam. Ja? Toiletten mit Waschspülung. Wenn ihr den Anfang von Deadpool 2 gesehen habt, da streiten sich 2 Rednecks darüber, dass wenn man Stuhl auf dem Bad hätte, nicht einfach mit einem Stück Papier das abwischen würde und weitergeht, aber am Popo nimmt man das so hin, bis die dann von Josh Brolin getasert werden. Immer mehr Amerikaner denken hier im Freundeskreis über den Kauf eines Bidets oder Washlets nach. Toilette mit Popo-Dusche. Weil mittlerweile viele es ekelhaft finden, den Popo nach dem großen Geschäft mit lediglich trockenem Papier abzuwischen. Papierloses Geschäft auf dem Klo. Die gibt es derweil als Einbau für die herkömmlichen Toiletten und kosten meist unter $50. Hier ist also ein echter Markt dafür vorhanden. Also Leute, ich kann dem nur zustimmen. In meiner Toilette findet man nebst Toilettenpapier auch diese Ass-Wipes, so nenne ich die, feuchte Popotücher.
Also so funktioniert das. Das Papier ist die Vorspeise für den Grobkornwisch. Ja? Die feuchte Tücher, das ist die Hauptspeise für den tiefen Wisch. Und dann als Nachspeise wieder Papier, quasi als der Trockenentwisch. Wenn ihr Besuch habt, bitte jetzt den folgenden Teil laut aufdrehen und abspielen. Dann gibt es diese Washlets vollautomatische Toilette, auch mit Schaum und Popo-Brause in verschiedenen Modi mit abschließendem Desinfektionssprüh. Aufgrund des Gewichts könnt ihr erkennen, wer es gerade nutzt und aktivieren dann entsprechend das Programm des Nutzers. Waschprogramm mit starker Duschspritze für Hartgänger oder leichtes Sprühmodus für softe Popos. In der Werbung steht dann da, geeignet für jede Größe und Haut, das Popobad für jeden Haushalt. Dieses Land, ja, ist einfach der Zeit voraus. Das ist die Zukunft, Leute. Hey, vergiss Tesla und Solar. Die Popo-Brause kommt. Popo-Aktien, Leute. Okay, könnt wieder leise drehen. In der Zwischenzeit denken wir hier über Folgendes nach, nämlich nach dem Urin- und Stuhlgang auch per Display auch den Gesundheitszustand auf dem Smartphone einzublenden. Von Schwangerschaftstest bis zur Sendung der Ergebnisse an den Hausarzt. Ich sehe schon die Zukunft. In der amerikanischen Version muss man dann erst eine monatliche Subscription mit seiner Toilette abschließen. In der deutschen Version muss man wahrscheinlich erstmal den Datenschutzrichtlinien zustimmen. Ja, sonst öffnet sich wahrscheinlich der Deckel nicht. Da kommt ein Kaka-Consent. Bis bald.